Marina holt den Strom rein. Es ist windig. Man könnte fast denken, der Herbst ist ausgebrochen. Gestern hat es auch zum ersten Mal geregnet. Ja, jetzt warten wir wieder auf das schöne Wetter. Wo geht's heute hin? Nach Ernewald geht's heute. Da waren wir schon oft. Da ist es schön. Die Lichtmaschine ist stimuliert und lädt. Maschinen laufen. Es kann weitergehen nach Ernewald. Wir sind los. Ich muss jetzt hier rückwärts raus. Die Brücke ist gerade auf, aber das schaffen wir nicht. Vergessen noch nicht so weit, aber wir fahren schon mal rückwärts raus und wollen am Kanal warten. Man sieht hier die Ampel, die ist gerade grün für uns. Aber während wir dann am Kanal warten, kommt dann doch ein Frachter, den wir erst passieren lassen müssen. Erstmal fährt das Berufsschiff noch hier an uns vorbei und wir schließen uns anschließend an. Ja, jetzt geht die Brücke auf und wir schließen direkt auf. Also, die ballern hier durch die Brücke, die Berufsschiffe, das ist der Wahnsinn. Ich kenne das nur so, dass die Frachter noch mal ganz langsam durch die Brücke fahren, aber hier gibt es richtig Stoff. Vor der Brücke gibt es noch eine Tafel, die signalisiert, wann Berufsschifffahrt und wann Freizeitschifffahrt fahren darf. Wir dürfen immer bei Grün fahren. Was ist das denn Hübsches hier? Hier steht wieder eine dieser Archen. Jetzt hat er Gas rausgenommen. Die Arche Nova ist hier. Dann geht's los. Ein paar dicke Segelschiffe. Und schön lang. Ja. Wenn der jetzt nicht nach den Schiffen Gas gibt, dann wird der Kanal breiter. Da werde ich den gleich mal suchen zu überholen. Das ist schon schick, die wohnen hier wieder mal fantastisch. Jürgen versucht jetzt am Berufsschiff vorbeizukommen. Es saugt ganz schön hier. Und es ist auch nicht tief, dadurch sind wir nicht so schnell. Ja, hier ist breit genug. Frank geht jetzt auch am Frachter vorbei, der fährt nur 9,6. 12,5 dürfen wir hier fahren. Dahinter bleiben macht einfach keinen Sinn, denn die Strecke ist noch relativ lang und geradeaus. Trotz viel Power fahren wir nur 12 an dem vorbei, weil es hier auch nicht tief ist. Also man muss sich das genau überlegen, ob man das schafft, da vorbeizukommen. Jetzt fahren wir an dem Männerclub vorbei, mit dem wir gestern noch gequatscht haben. Gute Reise! Ja, das ist wieder Sven und Sven. Wir sind jetzt an der nächsten Brücke und hier sieht man, die ist zweigeteilt. Rechts haben wir eine gelbe Lampe, dann dürfen wir durchfahren, müssen auf Gegenverkehr achten, eine gelbe Lampe. Und links sind zwei rote Ampeln und über der Brücke ist keine gelbe Lampe an. Das heißt, dort dürfen wir nicht durchfahren. Wir dürften nur durchfahren, wenn dort drüber eine oder zwei gelbe Lampen. Und man sieht, die Brücke geht auf wegen dem Segler und deshalb ist auch da immer die Lampe aus, damit man weiß, da darf ich nie durchfahren. Dieses Mal lassen wir Leeuwarden links liegen und fahren halt hier rechts weiter. Wir hatten schon so oft in der Stadt, das können wir diesmal locker auslassen. Vor der nächsten Brücke, der fette Score-Brücke, liegt ein Segler davor, der zeigt rot-grün. Kommen wir durch die Brücke durch oder die zeigt rot-grün an? Wir können da so drunter durchfahren, bei uns ist das hoch genug. Wir gehen jetzt mal vom Gas und lassen den Segler davor, weil wegen dem wird ja die Brücke geöffnet und wir wollen den ja nicht blockieren. Drehbrücken finde ich immer super, weil in den meisten Fällen kann man dann auf beiden Seiten durchfahren und das Ganze geht schneller. Wir bleiben jetzt mal dahinter, da kommt noch ein ganz dicker entgegen. Leerer Frachter. Und ja, überholen tun wir da besser nicht. Der Segler muss ja jetzt vor der nächsten Brücke warten. Und für uns ist die wieder hoch genug.
Brücke hat 5,27 und da bin ich mal gespannt, ob Frank da so durchfährt. Aber auch beim Frank macht es nicht lang, hat auch genug Platz nach oben. Auch in Leeuwarden wird überall neu gebaut und entstehen neue Wohngebiete, wie man hier rechts sehen kann. Ein ganz anderer Baustil und auch gleich mit Anleger für das eigene Boot. Sehr schön. Oh ja, hier wohnt ein Aussteiger wahrscheinlich. Auch eine Art zu leben. Hier habe ich die Konstellation wieder. Links ist zweimal rot, kein Gelb. Hier ist gelb, wir können durchfahren. Es gibt schon schöne Becken, wo man leben kann. Wohnen, wo andere Urlaub machen. Jetzt kommen wir gleich zu der Abbiegung, wo man nach Grau auch fahren kann. Wir können geradeaus über den großen Kanal fahren, da können wir schneller fahren, das ist aber weiter. Das wäre die Null-Stopp-Strategie. Oder wir fahren über Warthena, das ist die Zwei-Stopp-Strategie, weil das sind zwei Brücken. Letztes Mal haben wir die längere Tour gemacht, geradeaus, hat sich nicht gerechnet. Wir waren also genauso schnell oder langsam an der Kreuzung Richtung Ernewald wie die, die durch Warthena gefahren sind. Deshalb fahren wir heute durch Warthena durch. Hier sind wir, das ist die lange Strecke, das ist hier eine Spitzkehre oder eben einmal hier rum über Warthena. Und wenn man hier fährt, dann kommt man nach Grau. Auch eine schöne Strecke. Auf jeden Fall sehr schöner als die Geradeaus-Tour. Und es ist eine lange Tour und wir haben ja jetzt schon 12 Uhr. Gibt doch was zu essen. Wir haben bestimmt noch eine Stunde bis Ernewald. Mindestens. Mal genau gucken, wie wir die Tonnen nehmen. Wir müssen noch an den Grünen vorbei, bis vor die Rot-Grüne und da gehen wir rechts rum. Mal gucken, wo unser Mitstreiter vor uns lang fahren. Die erste eine grüne Tonne ist früh abgebogen. Ich denke, es ist jetzt tief genug. Wir nehmen die richtige Fahrspur. Hier am Aquädukt Langdale müssen wir aufpassen, dass wir nicht verfahren. Rechts geht es nach Grau und wir halten uns Backford nach Warthena. Hier geht es wirklich durch grüne Landschaften. Wir sind weit und breit die einzigen, die hier unterwegs sind. Sehr entspannend. Das sieht aber auch nicht mehr schön aus. Auch das sieht so aus wie zurückgelassen. Zurückgelassen im Segelboot. So kann man sein Boot auch entsorgen. Einfach nicht selbst. Romantisches Fleckchen hier. Herrliche Fahrt. Wir sind froh, dass wir hier lang gefahren sind und nicht den Hauptkanal. Der Hafen hier ist gar nicht eingezeichnet. Aber nur der Wassersportbetrieb hier. Und hier links steht auch ein alter Kutter. Alles Irgendwie- verrostet. Irgendwie alles sehr verschlafen und alt. Ja, ist so ein Kran, wie Piet früher hatte. Überdachte Bootsgaragen. Aber Vögelchen können da auch reinfliegen und die alles voll kackern. Das sind bestimmt Charterboote hier. Auf Karte wird es hier richtig eng und jetzt kommt auch gleich eine Brücke. Und ja, ich hoffe, die öffnet schnell. Und ich denke mal, der die Brücke öffnet, wird dann auch wissen, dass er die nächste öffnen muss. Sodass es eigentlich zügig gehen muss, die Ortsdurchfahrt hier. Eine romantische Ort. Ich hoffe ja nicht, dass wir gerade hier in der Mittagspause aufschlagen. Wir haben keine Mittagspause mehr, ansonsten stellen wir jetzt hier. Der Karte eine Telefonnummer und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob uns einer sieht oder ob wir tatsächlich anrufen müssen. Jetzt steht da was. Das ist nur eine Ayamarin, dass man hier mit Ayamarin bezahlen kann, wenn man hier steht wahrscheinlich. Chris Rot-Grün. Ja, in der Brücke ist ein Brückenwärter. Das ist top. Schon rot-grün. Hier ist wirklich super, schön romantisch. Da kann man Eier kaufen.
Und selbstgemachte Marmelade. Bisher hat sich das total gelohnt, hier durchzufahren. Die andere Strecke ist ultra langweilig. Wer hier wohnt, der hat immer schön Brückenkino. Und die Brücke geht auch schon auf. Perfekter geht's nicht. Alles wieder sehr schmal. Da muss ich doch warten, bis die ganz auf ist. Von 9 bis 16:15 Uhr. Und da kann man auch direkt wieder an der Brücke sitzen. Da ist ein kleines Lokal. Ist doch alles hübsch hier. Kann man abends schön verweilen in seinem Haus, direkt am Kanal und beobachtet die Boote, die vorbeifahren. Total schnucklige Häuschen hier. Das ist ja richtig cool. Nach der Kurve kommt jetzt auch schon die zweite Brücke. 4,50 Meter wären wir noch durchgekommen. Bei Frank wäre es schwierig gewesen. Aber vor uns Segler. Das kann man mieten, wenn man mit vielen Leuten ist, so eine ganze Gruppe. Ja, Dann nehmen wir die Brücke natürlich dankend gerne mit. Das muss ich ja mal sagen, war eine richtig coole Ortsdurchfahrt. Das hat sich richtig gelohnt, kann ich wirklich nur empfehlen. war ja wirklich ein kleiner verträumter Ort, ne? Ja, war super, muss Ja, man sagen. Hat schön. mir richtig gut gefallen. Hier auf der linken Seite ist auch nochmal ein großer Yachthafen und auch hier vorne eine Tankstelle. Die haben GTL, Benzin und Diesel. Die Preise kann ich aber leider nicht erkennen. Aber es ist ein großer Yachthafen, kein kleiner. Und er hat direkten Zugang zum Princess Margaret Kanal. Kommt der da an, eine Fähre oder sowas? Verbindet Ernewald und Warten. Der dreht ja hoffentlich ein. Viel Platz haben wir nimmer. Wenn ich jetzt so die grüne Tonne mehr betrachte. Schon ein Klopper, der jetzt hier an uns vorbeifährt noch. Kleine Wochenendgrundstücke mit dicken Booten. Der Nationalpark Alde-Fienen ist für Wassersportler hervorragend. Hier gibt es viele Wasserwege, viel Grün und vor allen Dingen viele Wasserrastplätze, wo man toll liegen kann. Wir sind mal an der Ecke mit dem Hotel und wo wir letztes Mal hier lang gefahren sind, war hier alles brechend voll. Jede Menge Schiffe, Boote. Im Hotel war was los, jetzt ist da alles zu, Sonnenschirme zugeklappt. Ich bin mal gespannt, wie das bei den Liegeplätzen ist. Okay, wir fahren jetzt einmal am Hafen vorbei und gucken, ob wir auf dem Seitensteiger einen Platz kriegen. Denn in den Buchten war uns der Steg zu kurz, da mussten wir über den Bug aussteigen. Das war nicht so optimal. Ja, ein für uns vertrautes Gebiet, wo wir schon öfters waren. Da hinten an dem Steiger, wo der Große steht, oder was? Da könnte man zwischen den Segler wahrscheinlich noch rein. Das wäre ja natürlich für uns Bombe. Fahr da mal schön schnurstracks hin, Schatz. Das letzte Mal hier waren wir alles voll. Das ist regelrecht wie ausgestorben. Hinter dem großen Schiff ist noch ein Platz an der Kade frei. Das erste Mal, dass wir hier einen Platz bekommen. Und ein Platz für Frank und Claudia ist auch noch. Wir liegen hier etwas abseits, aber der Ort ist klein, sodass alles von hier aus wunderbar erreichbar ist. Und das erspart uns das lästige Aussteigen über den Bug, was nicht so angenehm ist. Also perfekt. Wir bekommen auch direkt Hilfe zum Anlegen. Das macht es natürlich besonders einfach. Und dann haben wir auch Zeit, Frank und Claudia anzunehmen. Super. Ja, passt. Wackelt und hat noch ein bisschen Luft. Erstmal, dass wir hier einen Platz an der Kade kriegen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier tun die Popfender wieder ihren Dienst. So unterschiedlich kann das sein. Beim letzten Mal waren wir Samstag hier und bei schönem Wetter und da war alles voll. Auch der Hafen war relativ voll und heute ist echt tote Hose. In eine der hinteren Boxen haben wir beim letzten Mal gelegen. Die sind relativ schmal, da sind wir so gerade zwischen die Dalben gekommen. Ist noch alles frei. Hier werden die Boxen breiter, allerdings auch teurer. Die sind also, haben unterschiedliche Preise. Und ja, wir haben hier noch jede Menge Platz zum Liegen, aber die Stege sind doch kurz.
Also viele können da nicht seitlich aussteigen, wir auch nicht. Und deshalb mussten wir beim letzten Mal auch über den Bug aussteigen. Es gibt immer wieder interessante Konstruktionen. Hier hat man sich einen Kran und einen Motorroller drauf gebaut. Sieht nicht schön aus, aber doch total praktisch, wenn man unterwegs ist. Und hier Leiter mit kleiner Gangway, auch gute Konstruktion. Das ist natürlich ideal, wenn man so aussteigen kann. Oder eben auch so. Da wir aber hinten das Schlauchboot dran haben, ist es für uns schwer, übers Heck auszusteigen. Oder wir müssen das Schlauchboot vorher abmachen. Hier haben wir heute Eis gegessen, direkt am Hafen. Erdbeersorbet, Dame Blanche und Eiskaffee. Weil die Eisdiele hinten, wo wir sonst immer Eis essen, zu hat. Morgen ist in Deutschland Feiertag. Ich bin mal gespannt, ob es hier voller wird. Hier gibt es auch noch Rabatt, wenn man mehr tankt. Der Preis überrascht mich dann doch. 2,15 ist ja wirklich extrem günstig. Der kleine Bootsladen hat auch zu. Lohnt sich für die paar Hänsels, die jetzt hier sind, nicht. Wenn man denkt, hier 2,15, wir haben 2,61 bezahlt. Das heißt, wir haben fast 50 Cent pro Liter verschenkt, wussten aber damals noch nicht, ob wir tatsächlich hierher fahren, da wir keinen festen Plan hatten. Wir gehen jetzt zum Durchhaus. Das Hafenkontor hat auch zu. Wir haben ja da bezahlt und 21 € ist jetzt extrem günstig. Muss so sein. AS-Karte bei der Bond. Vornehm wie mit Eimarina sind die ja noch nicht. Da geht auch immer der Hafenmeister rum und kontrolliert. Und wir gehen jetzt zum Sanitärbereich und ich möchte duschen. Die Männerdusche. Ja. Hier geht's zu den Duschen. Einmal waschen, einmal duschen. Ja, schöne breite Ablage, dass es nicht spritzt. Und ja, Dusche kostet 1 €. Bei dem günstigen Hafenliegeplatz ist das zu verschmerzen. Wieder sauber. Die Duschzeit ist nicht lang, aber okay. Hat ausgereicht. Von der Temperatur her ging es so gerade, dass ich das noch als warmes Duschen durchgehen lassen würde. Und man konnte leider nichts einstellen. Das war jetzt nicht so angenehm. Ja, man sieht auch schon hier an der Brasserie, wie wenig los ist. Es ist alles sehr ruhig. Es ist heute schon sehr windig und hat jetzt zum Glück etwas nachgelassen. Aber morgen soll es noch mal zulegen. Wir werden morgen früh entscheiden, ob wir noch eine Nacht hier bleiben oder weiterfahren. Am Ende, wo der Kirchturm ist, gehen wir essen beim Italiener. Das war ein sehr kurzer Weg. Porto Casa. Leider ist es heute zu kalt zum draußen sitzen. Und es riecht schon nach Pizza. Ja, gar nicht so klein. Und dann haben wir den Tisch in der Ecke. Wunderbar. Heute gönnen wir uns mal eine Vorspeise. Wir haben kein Foto gemacht. Ja, Mann. Und Nachlässigkeit, kein Foto. Genau. Wow. Einmal 4 verschiedene Bruschetta. Heute mal einfach. Spaghetti Bolognese, Spaghetti Carbonara, Spaghetti Gambaretti und Frankfurt Pizza. Auch hier haben wir wieder gut gegessen. Kann man ganz klar empfehlen. Der erste schlechte Abend heute. Es regnet noch, aber der schlimmste Regen haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt geht es zurück zum Boot. Und morgen werden wir wahrscheinlich hier bleiben, weil es doch Sturm und Regen angesagt ist und da wollen wir nicht unterwegs sein. Hier ein Solarboot. Ist ja auch ein Nationalpark und da muss man was für die Natur tun. Und ich weiß nicht, ob der noch einen Motor hat oder nur Elektro, aber sind auf jeden Fall viele Paneele drauf. Das Restaurant auf der anderen Seite hat auch nicht überlebt. Da konnten wir ja mal mit der Fähre rüber zum Campingplatz. Aber lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Nass heute. Ja, nicht so schön. Nicht so schön heute. Der nächste Morgen, es windet, es regnet und da haben wir keine Lust zu fahren. Deshalb trinke ich in Ruhe meinen Kaffee und wir bleiben einfach hier. Es gibt sogar noch einen kleinen Regenbogen. 12:10 Uhr und jetzt nutzen wir die Regenpause, um ins Restaurant zu gehen und eine Kleinigkeit zu essen. Das ist heute wirklich schon kein schönes Wetter. Da hinten liegt unser Boot und hier ist gleich das Grand Café der Hafen. Alles sehr nah. Mehr kann man auch gar nicht tun als essen gehen. Hafen leer, Restaurant leer, alles leer. Auf geht's und schauen wir uns mal an, wie gemütlich das ist. Das sieht jedenfalls sehr gemütlich aus. Ja.
Naja, ui. Hi. Hi. Ein kleiner Gastraum, aber sehr gemütlich gemacht. Kann man nicht meckern. Prost. Enjoy your Sneeuwwitje. Ja, ja. Thank you. Der Ernewald Oizmaker, Hammer und Kers. Dankjewel. Der normale Oizmaker. Und ja, ich habe mal eine spezielle Variante Apfel und Speck. Habe ich noch nie gemacht. Wir sind hier in Ernewald, den zweiten Tag, draußen windet, stürmt, es regnet, das komplette Paket. Wir haben uns entschlossen, noch einen Tag hier zu bleiben. Und hier ist gar nicht viel los, eigentlich tote Hose. Und da gibt es heute einen Motor- und Tour-Verbrauchertest. Wer in Deutschland glaubt, die Preise sind hoch für Lebensmittel, der hat noch nicht in den Niederlanden eingekauft. Wir vergleichen hier mal Nutella. Ich liebe Nutella, allerdings nicht auf dem Brot, sondern ich nehme es per Löffel. Das hier ist für 3,99 in Deutschland gekauft und das ist für 3,99 in den Niederlanden gekauft. Und jetzt denkt man erstmal, wunderbar, die Preise sind gleich. Aber wenn ich hier gucke, wie viel sind hier drin? 450 Gramm in Deutschland. Und für den gleichen Preis kriegt man hier in den Niederlanden wie viel Gramm? 350 Gramm. Also 100 Gramm weniger. Das sind mehr wie 20% Unterschied. Und ja, das ist schon ein riesiger Preisvorteil, den man in Deutschland hat. Ja, das ist bei vielen Dingen so. Die Preise in Deutschland sind gar nicht so schlecht, wie man denkt. Deshalb sollte man weniger meckern und die Vorteile von jedem Land genießen. Schwuppdiwupp ist schon wieder Abend und wir gehen da essen, wo wir auch heute Mittagessen waren. Einmal Chef Special, das sind chinesische Nudeln, das ist chinesisch. Ja. Und zweimal Hamburger. Ja, lecker Hamburger. Und ich habe das Entricot. Für den Preis ist das okay. Ja, wir waren ja heute Mittag schon hier. Da hatten wir zwei junge Männer mit Top-Service und lecker Essen. Und heute Abend hatten wir auch lecker Essen. Hat gut geschmeckt, war auch Preis-Leistung in Ordnung. Aber der Service von den Mädels war nicht gut. Keine Getränke, kein Dessert, keine Nachfragen, kein Abräumen, nichts. Die haben einfach nur mit den Handys gespielt. Der Nachbartisch musste sich sogar sein Bier selber holen. Anna ist kaputt vom Laufen. Wir waren jetzt 2 Tage hier in Ernewald, haben den Regen und Sturm so ein bisschen ausgesessen. Allerdings ist hier nicht viel los. Unsere Eisdiele hat leider zu. Bisher waren wir nur am Wochenende hier, jetzt mal während der Woche. Das ist ja wieder wirklich tote Hose. Aber zum Glück haben die Restaurants alle auf. Das ist nicht wie in anderen Städten, wo die Restaurants erst donnerstags aufmachen. Hier waren die immer auf, das war gut. Wir waren verschiedenen Restaurants, haben wir ausprobiert. Es war überall gut. Es hat überall gut geschmeckt. Man kann hier günstig tanken. Es ist zwar kein HVO, aber B0 Diesel ohne Biodiesel mit HVO 7. Und ja, 2015 war es noch, wo wir ankamen, 2017 jetzt. Frank will heute noch tanken. Und ja, dann geht es weiter nach Akrum. Bis zum nächsten Video.